Sonic, the heart of your system. Herzlich willkommen zum Teil 3 unseres PC-Bau-Videos. Im letzten Video haben wir das komplette Hardware-Bundle vorbereitet und wir bauen jetzt endlich alles zusammen ein. Wir haben das O11 Dynamic schon soweit vorbereitet. Ihr könnt sehen, der Ausgleichsbehälter steht schon hier drin, also der ist noch nicht fest, weil wir den gegebenenfalls auch nochmal rausnehmen müssen, weil wir sind uns ja noch nicht sicher, ob wir auf die Rückseite eine Beleuchtung machen oder nicht oder was für eine Beleuchtung mit Diffusorplatte und so weiter. Das müssen wir später erstmal testen. Deswegen lassen wir den AGB erstmal lose drin. Oben kommt dann der 360er Radiator rein und dann müssen wir unten gleich noch Löcher für die Pumpe bohren. Als Pumpe verwenden wir einen EKD5 mit einem RGB-Aufsatz und auch hier ist wieder das Platinenmuster zu sehen und an der Seite verbauen wir dann noch einen Ablasshahn und einen Temperaturfühler für das Aquaero. So, wir haben so grob die Hälfte der Wasserkühlung schon erledigt. Ihr seht, Mainboard ist mittlerweile eingebaut. Wir haben auch den Ausgleichsbehälter, ich sag mal, final an der Position, wie er sein soll. Der ist noch nicht fixiert, genauso die Pumpe ist auch noch nicht fixiert. Also es ist alles noch, ich sag mal, einigermaßen lose. Ich muss dann noch Löcher unten bohren im Gehäuseboden für die Pumpe, um die zu befestigen. Und damit befestigen wir eigentlich auch gleichzeitig den Ausgleichsbehälter. Den lassen wir sonst frei, weil er auch oben durch die Tubes, die vom Radiator kommen, einigermaßen fixiert wird. Also wir haben auch hier oben 2 Tubes vom Radiator zum Ausgleichsbehälter und dann eben die 2 Tubes, die die Pumpe verbinden. Das haben wir schon gemacht. Hier unten haben wir
den Temperatursensor und so weiter angeschlossen, was dann später zum Aquaero führt. Und jetzt kommen die Tubes, die dann, ich sag mal, am anspruchsvollsten werden. Das sind die 2 Tubes, die weggehen parallel vom Monoblock nach rechts rüber zum Ausgleichsbehälter. Die sollen natürlich so gleichmäßig wie möglich aussehen. Und da ich jetzt nicht jeden Tag Hardtubing mache, ja, da wird es ein bisschen länger dauern, aber kriegen wir alles hin. Die ersten Sachen haben wir auch schon erledigt. Radiator ist soweit auch schon fest. Das heißt, die letzten paar Tubes machen, dann Festplatte einbauen, Grafikkarte einbauen, das ganze Kabelmanagement machen, Netzteil einbauen und dann ist das Teil eigentlich schon fertig. Wie ihr sehen könnt, ist der PC mittlerweile so gut wie fertig. Also ich habe jetzt alle Komponenten eingebaut, wir haben das komplette Hardtubing fertig gemacht, die Grafikkarte ist mittlerweile montiert und wir haben jetzt noch gesleevte Kabel von Bitphoenix eingebaut. Da muss ich mir in der Zukunft auf jeden Fall noch ein paar extra Kabelkämme machen, da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit der Optik von den Kabeln, also da nicht meckern, da wird noch was gemacht. Ansonsten ist soweit alles verkabelt, Pumpe ist angeschlossen, Aquaero ist dran, die Lüfter oben am Radiator sind angeschlossen, Netzteil ist hinten dran, Festplatte ist angeschlossen, also soweit sollte eigentlich alles passen. Damit füllen wir jetzt gleich auch das System, aber vorher mixen wir uns nochmal den perfekten Gelbton und zwar nehmen wir einfach die EK-Flüssigkeit und noch das XSPC-Gelb hier. Ja, füllen wir gleich einfach hier noch ein bisschen was rein und mixen dann noch ein bisschen.
Nach insgesamt 3 Tagen ist mein neuer PC jetzt fertig. Also zumindest so fast. Also wir haben alles befüllt, funktioniert alles. Wie ihr seht, die Farben sind noch nicht ganz angepasst, weil noch kein Windows drauf ist. Ich muss erstmal die ganze RGB-Software und so weiter installieren, dass ich das auch richtig einstellen kann. Mein Plan ist aktuell, das Ganze blau-gelb zu machen. Eigentlich hatte ich ja vor, das weiß-blau zu machen, weiß-gelb zu machen. Also ich wollte eigentlich hinter den Ausgleichsbehälter weiße LED-Streifen packen, habe dann aus Versehen eigentlich die blauen genommen und muss jetzt sagen, sieht eigentlich ziemlich geil aus, blau. Das heißt, ich werde das so lassen mit dem Blau und will dann den ganzen Rest auch noch blau anpassen, also die Pumpe, Monoblock, die Rahmenriegel und oben auch die Lüfter. Die Lüfter drehen sich gerade auch noch nicht, das muss ich auch noch fixen, weil das Aquaero, was drauf ist, also was in dem System verbaut ist, da ist noch eine alte Software drauf, also schon eine Einstellung von mir und das ist noch nicht richtig eingerichtet, das muss ich auch noch machen, aber ich glaube, da wird man noch mal ein extra Video dazu bringen, wo ich dann auch noch ein bisschen mehr auf die Funktion eingehe, wo wir das zusammen übertakten, Leistungsvergleiche machen mit meinem alten Rechner. Dann ist ja auch eine Intel Optane drin, die will auch noch eingerichtet werden. Da bin ich auch gespannt, wenn man das richtig verwendet mit der HDD zusammen, wie sich das alles so dann im Adobe Premiere gibt. Also ist noch ein bisschen was zu tun an sich, bin ich aber schon mal sehr, sehr happy. Also gelb-schwarz ist besser rausgekommen, als ich dachte, noch besser. Sagt mir auf jeden Fall mal in den Kommentaren, was ihr von dem Rechner haltet, gerade was so die Optik betrifft, auch was mein neues Logo angeht natürlich. Das Logo ist ja jetzt auch neu. Also gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Fallacies a miss, just making hits till I get a list like Kevin Bacon. Shit, this guy grippy looking longer than Jamaican splits. Pass it around, take it here. This is for my fam. I'm just trying to blow like 100 kilograms. Come on. I'm just trying to blow. I'm just trying to blow. Pass it around, take it here. This is for my fam. I'm just trying to blow. I'm just trying to blow. Take it here, pass it round. This is for my family. I'm just trying to blow like 100 kilograms. Hold up. Take it here, pass it round. This is for my family. Hold up. Take it here, pass it round. This is for my family.